Hallo, ich grüße alle ganz herzlich in meiner Küche. Heute wollen wir leckeres Hähnchen machen im Ofen. Alles, was wir dazu brauchen, sind folgende Zutaten. Also als allererst Hähnchenfilet. Ich habe hier ca. 700 Gramm. Diese Hähnchen habe ich jetzt beim Bauern gekauft, deswegen sind sie ein bisschen anders. Aber im Supermarkt, wenn man kauft, sind da meistens 600 Gramm. Ich schneide sie erstmal so in Stücke, so nicht so große und nicht so dünne. So, weiter geht's. Ich werde erstmal das Hähnchen hier etwas salzen und ein bisschen würzen. Erstmal ein bisschen auseinanderlegen alles. Muss nicht so viel sein. So, dann tue ich ein bisschen pfeffern. Ich habe hier ein paar italienische Kräuter. Ihr könnt aber nehmen, was Sie so zu Hause haben und was Sie so mögen. Spielt jetzt keine Rolle, Hauptsache ein bisschen so würzen. Maya will da hinten was, muss ich mal jetzt nachschauen. So, ich lege das jetzt weg. So können stehen, mache ein bisschen mit Folie zu und wir machen weiter. Ich habe jetzt hier ca. 150 geriebene Käse. Insgesamt brauchen wir aber 200, weil ich werde nachher noch drauf machen, als es zu Ende ist. Also ich wollte jetzt noch was zu dem Käse sagen. Ich nehme meistens den hier. Ich habe jetzt gute Erfahrungen damit gemacht. Da wird die Kruste schön, wenn man so Aufläufer macht. Den kaufe ich beim Lidl. Das sind meistens 700 Gramm. Wollte nur sagen, aber man kann natürlich nehmen auch Gouda oder was Sie so mögen. So, jetzt tue ich hier, jetzt habe ich hier Schmand, 20%ige. Das sind ca. 3 gute Löffel. Machen wir eine Soße draus. Mayonnaise nehmt auch die jetzt am meisten nehmen oder mögen. Also falls jetzt für jemanden das ist zu fettig vielleicht, ihr könnt auch Joghurt nehmen. Nehmt einfach Joghurt oder Schmand nur. Jetzt tue ich ein bisschen Paprika dazu, da sind ungefähr 1 Teelöffel. Süße Paprika. Das gibt nur schöne Farbe. Knoblauch, 2 Knoblauchzehen. Der Knoblauch gibt auch immer guten Geschmack. Erstmal mischen. Also wer Käse mag, kann auch mehr nehmen. So, jetzt tue ich noch Dill dazu, gibt auch schönen Geschmack. So eine Handvoll. Ich habe jetzt hier einfach aus dem Tiefkühl genommen, frischer geschnitten. So, die Soße ist soweit fertig. So, es geht weiter. Die Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen. Jetzt nehme ich mir Zwiebel. Das sind jetzt 2 große Zwiebeln, habe ich sie. Ich habe sie einfach in Halbringe geschnitten. Und etwas Zwiebel drunter. Ich habe mir so eine Auflaufform genommen und habe es ein bisschen mit Öl schon bepinselt. So, jetzt kommt das Hähnchen drauf. Also wer will, vielleicht, man kann eigentlich die Zwiebel auch anbraten. Und wer vielleicht Pilze mag, kann auch mit Pilzen das bisschen anbraten und dann auch drauflegen, wird auch sehr lecker. Habe ich auch schon mal gemacht. Heute machen wir das so. So, jetzt kommt die Soße drauf.
So, die erste Schicht ist fertig. Jetzt kommt drauf die nächste Schicht, das letzte Hähnchen. Ist leicht zu machen und braucht man noch nie so viel Aufwand. Jetzt kommen Zwiebeln drauf. Und wieder von der Soße. So, und obendrauf tue ich noch etwas Käse. Fertig. So, das ist jetzt fertig. Das Ganze kommt jetzt in den Ofen bei 180 Grad, Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 30 Minuten. Es hängt von dem Ofen ab, aber 30 Minuten müsste es schon drin sein. Ab in den Ofen. So, ich hole jetzt mein Hähnchen raus. Es ist fertig, also eine halbe Stunde hatte ich es drin. So, mein Hähnchen ist fertig. Ich will jetzt gucken, was es von innen macht. Immer Gabel, ist so heiß hier. So. Nehme ich noch eins mit. So. So, das Hähnchen ist durch. Hier, dann nur zeigen. Schön saftig. Probieren wir jetzt direkt. Schmeckt gut. Als Beilage kann man einfach Kartoffeln abkochen oder Reis, alles Mögliche. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.